Hallo und willkommen zurück bei der Fahrt ins Ungewisse. Wir waren gerade bei Scotland Yard, wollten Hamish festnehmen lassen und auf einmal sitzen wir in der Kutsche. Ich bin mir nicht wirklich sicher, warum, aber solange wie die Fahrt dauert, werden wir wohl nach Kew Gardens fahren. Das wäre halt sinnvoll bei der Länge. Was haben wir hier? Oh, schaut mal, da wir hier die Charakterporträts auch vom Anfang haben, sind es nur noch 3 neue Charaktere, die wir kennenlernen werden. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt im Labor aufgehalten. Ja, das ist ja natürlich ganz woanders. Na gut. Ah, wir sind angekommen. Sehr schön. Was wir da wollen, weiß ich noch nicht ganz. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Wieso? Warum? Mr. Holmes? Ich bleib immer irgendwo hängen. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Der hat doch nicht... Selbstmord begangen. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Er ist wohl tot. Ach du meine Güte. Ja, ich sehe den Brief, aber ich wollte mir erstmal... Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Oh Gott, wo haben wir denn die Spuren? Die Schleifspuren gefunden. Mein Leben ist mittlerweile die Hölle. Es ist nicht zu ertragen. Dann hat es verdient zu sterben. Aber ich kann es mir nicht verzeihen, dass sein Blut an meinen Händen klebt. Wir von der Familie Hamish sind immer Opfer unserer Umstände geworden. Und ich selbst bilde da keine Ausnahme. Ich muss für meine Sünde büßen. Und das werde ich hier und jetzt tun. Lebt wohl. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Hamish Geständnis und der Klumpfuß. Handelte Hamish alleine. Martin Hamish konnte aufgrund der Tibiatorsion an seinem Klumpfuß nicht rennen. Von daher sollten wir herausfinden, ob er genug Zeit gehabt hätte, die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen und das Belüftungssystem zu aktivieren. Hatte er vielleicht einen Komplizen? Mit Lestrade reden. Unterhalten Sie sich mit Lestrade über die neuen Hinweise, die Sie an Martin Hamishs Leiche entdeckt haben. Lestrade, ich habe hier was zum Besprechen. Du bist nicht Lestrade, du bist Lestrade. Ja. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish,
he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Martin Hamish und Montag Dunn trafen sich gegen 9:30 mit Albert im Saathaus. Da. Achso, das hat Albert ausgesagt. Ich verstehe. Um circa 9:20 gingen Hamish und Montag Dunn in den Hinterhof. Und kehrt 10 Minuten später ins Saathaus zurück. Martin Hamish hatte um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf, als sie dann schließlich Hamish und Albert im Seerosenhaus zu ihnen gesellte. Bis 10:40 Uhr. Hamish lief sofort zu Albert, als er sah, dass es Montag Dunn nicht gut ging. Das war gegen 10:30. 10:30? Was? Hamish sieht, wie er zurückkehrt. Albert sieht, wie Hamish zurückkehrt. Um 10:10. Dann haben wir hier Martin Hamish kehrt vom Gespräch mit Miss White zurück. Die Aussage von Martin Hamish hatte um 10 Uhr eine Was? Um circa geht Hamish am Montag dann in den Hinterhof. Nach 10 Minuten setzt dann seine Inspektion fort. Martin Hamish hatte um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf, als sie dann schließlich Hamish und Albert ins Seehaus zu ihnen gesellte. Hamish lief sofort zu Albert, als er sah. Also Montag dann ist im Wüstenhaus, müssen wir auch noch. Circa 20:10. 20:10. Oder? Bin ich da auf dem falschen Dampfer? Martin Hamish hat um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White.
Hä, Martin Hamish hatte um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Was ist denn Abspielen? Aha. Was war das denn? Bin noch nicht fertig. Aber er hielt sich die ganzen Morgen im Satthaus auf. Um 10 nach 10 sah er, wie Hamish von seinem Gespräch mit Miss White zurückkehrte. So rum. Was? Ach so. So. Und wann wurde er vergiftet? 10:30. Da. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Und wie machen wir das? Mit B? Na dann. Aber, nee. Wir machen erstmal Albert. Nee, andersrum. Aber kein Komplize. Machen wir erstmal. Hallo. Jetzt. Ja, 20 Minuten hätten nicht ausgereicht, ist ja totaler Quatsch. Wir haben hier auch noch Miss White hat das biologische Wissen, wie man die tödlichen Pflanzen hätte stimulieren können. Das botanische Wissen, das sich Miss White an der Universität angeeignet hat, reicht womöglich nicht aus, die korrekte Reaktion der tödlichen Pflanzen zu garantieren. Sie hat das studiert. Und sie war recht gut im Vergleich zu ihm. Sie hatte doch Diploma und alles. Dann hätte sie es aber auch alleine machen können. Sie war zu unerfahren. Aber mit Hamishs Hilfe konnte sie es schaffen. Ich bin ja ein dummer Idiot. Tödliche Präzision und Albert. Albert hat das biologische Studium, wie man tödliche Pflanzen hätte stimulieren kann. Nee. Gehörte noch nie zu den Stärken von Herrn Dunn. Dementsprechend unwahrscheinlich ist es, dass er wusste, wie die Pflanzen zum Verschießen ihrer tödlichen Sporen gebracht werden können. Also ich bin ja für Miss White.
Margaret White war Martin Hamishs Komplizin bei dem Mord an Montague Dunn. Ihre berufliche Ambition und ihre persönliche gesellschaftliche Situation hatten unter ihrer Trennung von Dunn gelitten. Ist so meine Idee. Gnade oder keine Gnade ist jetzt die Frage. Ich lese mal beide vor. Keine Gnade für White. Miss White ist eine gefährliche Frau, die einen raffinierten Mord zu verüben in der Lage ist. Sie flirtete mit Dunns Sohn Albert und trieb später Martin Hamish in den Selbstmord. Sie verdient den Tod am Galgen. Gnade für Miss White. Miss White ist eine verzweifelte Frau, die sich mit reichen Männern einlassen muss. Als Dunn sie fallen ließ, beging sie aus Verzweiflung den Mord. Martin hat versucht, sie zu schützen. Sie verdient eine zweite Chance. Keine Gnade für White, wäre ich. Das war ein unglaublich, also von dem, was wir gelesen haben, und dann versucht sie sich bei ihren Eltern noch Geld zu schnorren, obwohl sie irgendwie nie was mit denen zu tun haben wollte. Es ging ihr alles nur ums Geld, und als sie dann ihren Lebensstil nicht mehr halten konnte, wegen dem Typen, hat sie dann den ermordet. Und selbst hat sie dann den Typen in den Tod getrieben. Ja. Keine Gnade. Hier bin ich ja gespannt. Aber das ist eines der ersten Male, wo wir sagen, nö, die hat's verdient. Nee, das ist das zweite Mal. Einmal war es schon, ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Fall. Ach doch. Als, ja, mit das römische Blutbad. Ich erinnere mich. Jetzt lösen wir den Fall. How can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Das macht mir Angst. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! Nein. Na, pfui. Kein Selbstmord. Pfui. Ich hab nur W gedrückt. Ich hab nur W gedrückt. Diese Kackfunk-Tastatur. Nein, das nehme ich nicht hin. Das nehme ich nicht hin. This is tragic, Holmes. Nein, das nehme ich Are nicht. you able to do anything? Nein. I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child.
Nein, das nehme ich nicht hin. Anderes Ende. Nein. Ja. Nö, so nicht, meine Lieben. So nicht. Das lasse ich nicht mit mir machen. Weil hier die Misttastatur ausfällt in dem Moment. Ich drücke W und das interessiert keinen. Bin doch hier nicht der Beppo. Nee, so nicht, meine Lieben. Jetzt wird hier aber die Tastatur in Richtung Computer geschmissen und dabei W gedrückt. Ich brauche eine neue Tastatur, eindeutig, ich merke das schon. Ich brauche so viele neue Sachen. Das Headset neu. Ja, haben wir alle verbraucht. Gut, ja, ich würde gerne, danke. Keine Gnade bleibt bestehen. Das ist eine gefährliche Tante. Oh, jetzt muss sie aber nicht wieder laden. Jetzt fährt er nicht wieder in der Kutsche. Oh, bitte nicht. Oh Gott, warum? Nee. Na gut. Dann müssen wir das halt ertragen. Wir müssen jetzt zum Glück nicht nach Kew Garden. Die halbe Stunde Tutschfahrt. Na gut, los geht's. Mir hier meine Tasten bereithalten. Oh, sowas würde mich ärgern. Ja, das kennen wir ja alles. Bla 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 bla. Mr. Holmes, good day to you. Ja, good day to Well. you. Not so please. You will... You think You don't... it is difficult to... It is over. Over. The other side. No, stop! Nein, stopp. So, hier, ich lehne mich nach vorne und halte W schon mal hier in der, Hand. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Doch. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Watson. Sehr gut. Selbstmord ist nämlich keine Well Option. done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Eine gute Frage. Gut. Aber wir scheinen ja alles richtig gemacht zu haben. Die Frage ist bloß, haben wir alle Hinweise gefunden? Ja, haben wir. White ist eine Komplizin. Keine Gnade für White an dem Punkt. Das ist alles so, wie es ist. Richtig. Finde ich gut. Ich kann es ja nochmal vorlesen. Das Drama von Kew Gardens. Miss White hat sich als eine gefährliche Frau herausgestellt, fähig, einen raffinierten Mord zu verüben. Als ihr klar wurde, dass sie auf keinerlei finanzielle Hilfe mehr von Montag Dunn zählen konnte, richtete sie ihre Avancen an dessen Sohn Albert. Sie war diejenige, die die Tür zum Kolonialhaus abschloss, nachdem unmittelbar davor Hamish die Raupen freigesetzt hatte. Danach drängte sie Martin Hamish in den Selbstmord, nur um den Verdacht von sich selbst abzulenken. Sie hat ihr Ende mehr als verdient. Entscheidung bestätigen. 90% der Spieler kamen auf diese Lösung. 76 hatten nur noch dieselbe moralische Entscheidung. Das Internet ist wieder da, wie ihr seht. Gut. Dann geht es in den nächsten Fall, den wir dann in der nächsten Folge anfangen werden. Wir sehen uns schon mal an, wie er heißt. So als kleiner Vorgeschmack. Und wir haben eine tödliche Blume erhalten als Erfolg. Sehr schön. Schüsse bei Mondlicht ist der neue Fall für uns.
Doch, wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Äffchen. Tschüss.